ein absoluter Wahnsinn. Unfassbar, was die da abreißen. Marco, hast du sogar auf 2 Babys unterschrieben. Wie wild war das denn jetzt? Ja, es ist auf jeden Fall mal was Neues. Aber an so einem schönen Dienstag, sonnig, kommen ganz viele Fans vorbei, ist doch schön. Wie süß. Mit der Nummer 11, Marco! Marco! Durch Marco Reus ist da und Marco Reus trifft! Und da ist Marco Reus! Er war für mich der beste Dortmunder, Marco Reus. Was sagst du? Emotional, ey. Ist das schwierig für dich, sowas anzugucken? Nö, ich sehe es ehrlich gesagt mit dem Lachen, muss ich sagen. Also waren ja doch in den letzten 12 Jahren Momente dabei, die wunderschön waren, die mein Leben lang in meinen Erinnerungen bleiben werden. Und ich spüre da einfach, muss ich sagen, so eine Art Dankbarkeit auch. Es ist einfach ein schönes Gefühl, so welche Momente auch einfach erleben zu dürfen, hier bei diesem Verein. Ich habe so viele Menschen kommen und gehen sehen hier und dementsprechend bin ich da einfach sehr, 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 sehr dankbar. Ja, ist natürlich schon bewusst, dass es heute jetzt zum Beispiel das letzte öffentliche Training war, dass so die letzten Wochen einfach anlaufen, dass jetzt am Samstag mein letztes Heimspiel vor der Brust ist und ja, es gehen einfach viele Sachen, glaube ich, dann durch den Kopf. Ich versuche da einfach so ein bisschen strukturiert daran zu arbeiten, dass ich mich trotzdem natürlich aufs Training und auch aufs Spiel konzentrieren möchte. Aber natürlich geht es an einem spurlos nicht vorbei und ja, ich glaube schon, dass es für mich persönlich auch sehr emotional wird, ja, als auch für meine Familie und meine Freunde drumherum auch. Ja. Also wenn ich jetzt rückblickend alles so betrachte, was in den letzten Jahren alles passiert ist, habe ich schon festgestellt, dass ja, die Zeit rar ist und man wirklich früh anfangen sollte, die Zeit auch zu genießen. Ich habe das schon mal gesagt, dass ich am meisten wahrscheinlich vermissen werde, einfach zum Training zu kommen, mit den Jungs in der Kabine abzuhängen und ja, einfach Spaß zu haben. Gar nicht so sehr die Spiele oder das Training natürlich auch, aber einfach so mit allen Freunden zusammen zu sein und Quatsch zu machen und einfach zusammen die Zeit zu verbringen. Ich meine, wir sind fast das ganze Jahr unterwegs. Manchmal sehe ich die Jungs mehr als meine Familie und dementsprechend baut man natürlich auch eine Verbindung auf. Und es kommt dann auch zu Freundschaften und dementsprechend wird mir das, glaube ich, am meisten fehlen. Jetzt stehst du vor deinem letzten Heimspiel in Schwarz-Gelb. Was wird dir denn an diesem Stadion, an so einem Spieltag in Dortmund am meisten fehlen? Im Prinzip natürlich alles. Also die Einfahrt mit dem Bus, dann siehst du schon Tausende von Menschen neben uns im Empfang. Wenn wir mit dem Bus reinkommen ins Stadion, dann sind wir natürlich eine halbe, dreiviertel Stunde alleine erstmal in der Kabine und dann geht es halt zum Warmmachen raus. Und dann einfach die Atmosphäre. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Wochen viele Heimspiele gehabt, auch wegen Champions League, wo die Stimmung unfassbar war, schon beim Warmmachen. Und ja, ich weiß, dass es in dieser Lautstärke vor allem nie wieder so kommen wird. Und
ich habe es versucht, ja, mir das schon so einzuprägen, dass ich es immer wieder abrufen kann, so zumindest in Erinnerung. Und dann natürlich nach dem Spiel einfach mit den Fans zusammen feiern. Klar, wenn man das Gefühl hat oder bekommt, ein Tor zu schießen. Und schon wieder der BVB mit Reus und mit dem nächsten Tor. Wenn dann das ganze Stadion der Name ruft, das ist dann schon nochmal einfach was ganz, ganz Besonderes. Ja, es ist, glaube ich, von allem etwas und dann natürlich ziemlich viel. Und dementsprechend werde ich auch danach in den nächsten Wochen und Monaten Zeit brauchen, um das Ganze auch zu verarbeiten. Und ja, aber wie gesagt, ich weiß, dass ich mich sehr, sehr glücklich schätzen kann, dort auflaufen zu dürfen und so lange vereinen. So in Reden bin ich nicht so gut, muss ich sagen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich da vor 80.000 hier das Mikrofon in der Hand nehme. Aber mal schauen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Wir gucken mal, was da noch kommt. Dein Video, das du im Mittelkreis aufgenommen hast mit dem Titel Eine Nachricht von Marco Reus, mittlerweile haben sich das weltweit auf unseren BVB-Kanälen 25 Millionen Menschen angesehen. Also so viele Leute bewegt deine Karriere in Dortmund. 25 Millionen. Ist das greifbar für dich? Null. Also ich war auch sehr, sehr verblüfft und auch erschrocken, dass es wirklich so krass hohe Wellen auch geschlagen hat. Und ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich nie gerne im Mittelpunkt stehe und auch stand, einfach weil es mein Naturell so ist. Aber es ist natürlich schön, dass so viele Menschen ja, auf der ganzen Welt so einen Verein und dann auch einen Spieler so begleiten über die ganze Karriere hinweg. Weil sie verbinden natürlich mit dem Spieler auch automatisch mit dem Verein etwas und dementsprechend ja, ist das schon sehr, sehr krass und erfüllt einen natürlich mit Stolz. Diese 25 Millionen, die dürften dir ja auch vor allem dafür dankbar sein, dass du wirklich 12 Jahre am Stück für diesen Verein gekickt hast, deine Knochen hingehalten hast, auch als es nicht gut lief, verlängert hast. Bewundernswerte Treue, wo kommt die her? Ja, sie entsteht meistens also bei mir aus dem Herzen einfach. Also ich bin da schon jemand, der das einfach schätzt, was er hat und der es liebt natürlich, ja, sich wohlzufühlen und einfach ein gutes Umfeld um sich herum zu haben, wo man sich einfach frei fühlt. Ich brauche Freiheit in meinem Leben und dementsprechend hat es mir dieser Verein ja, das immer möglich gemacht und deshalb gab es für mich nie so einen Grund zu sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Von daher habe ich immer so entschieden. Ich habe danach auch viele Fotos, viele Nachrichten erhalten, auch mit so welchen Bildern. Da sind Bilder dabei gewesen, die waren ein absoluter Wahnsinn. Zum ersten Mal war ich auf dem Zaun, war ja kein richtiger Zaun, aber so bei den Jungs da auf der Tribüne, unfassbar, was die da abreißen. Jedes Auswärtsspiel und jedes Heimspiel. Da bekommt man das nochmal auch einfach mal richtig mit, was die Jungs da einfach auch wirklich bei jedem Spiel machen. Das ist schon unfassbar und das ist nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn du dann 10, 15 Meter weiter entfernt stehst. Du hast dich, man sieht es auch hier einmal, so fast unsicher umgeguckt, so nach dem Motto, passiert das gerade wirklich, oder? Wie ja, weil es auch das erste Mal war, ne? Also wie gesagt, ich bin nicht jemand, der gerne da komplett im Mittelpunkt steht. Sie haben mich da gerufen und ich meine, es gibt fast keinen besseren Anlass dafür, als zu sagen, okay, jetzt geht man mal dahin. Und dementsprechend habe ich gedacht, komm, jetzt musst du da auch das durchziehen. Aber ich war einfach verblüfft und ja, ich wollte die Jungs natürlich dann auch mit einbeziehen, wollte natürlich nicht alleine im Mittelpunkt stehen. Im Hinspiel legt dir Jadon bei seinem Comeback ein Tor auf. Inwiefern habt ihr beide schon drüber geredet, wer am Samstag wem was aufzulegen hat? Ist völlig egal. Also Hauptsache ist, dass wir
wirklich einen guten Saisonabschluss finden, was die Bundesliga betrifft. Und dann am Ende, ihr kennt mich, mir ist es egal, wer das Tor macht, wer auflegt. Wichtig ist, dass wir erfolgreich sind, dass wir das Spiel gewinnen, um es dann auch wieder gut vorzubereiten, was dann in 2 Wochen auf uns wartet. Ja. Du hast 99 Tore für den BVB im Signal Iduna Park geschossen. Oh mein Gott. Aktuell bei 299 Scorerpunkten für den BVB. Oh mein Gott. 2 Statistiken, die du doch wohl am Samstag nicht so stehen lassen kannst, oder? Ja, dann muss ich Jaden und alle anderen nochmal darum bitten, mir nochmal einen Scorer zu geben. 300 wäre schön. Also 300 wäre natürlich eine geile Zahl. Ja.